Hi Leute, ich zeige euch heute, wie ich Ash's Gun, The Viper, aus Overwatch gemacht habe. Als allererstes habe ich mir eine Vorlage aus dem Internet gesucht und diese so groß ausgedruckt, wie ich die Waffe im Endeffekt haben möchte. Diese Vorlage habe ich dann auf dicken Foam, hier 10 mm, übertragen, die dann später als mein Mittelstück dient, um einfach eine gewisse Stabilität und auch eine gewisse Breite zu schaffen. Mein Foamstück war hier leider nicht in der passenden Größe, weshalb ich die Waffe in der Mitte cutten musste. Ihr könnt natürlich euer Prop, wenn es passt, komplett auf eure dicke Base übertragen. Ich habe diese dann einfach zusammengeklebt, weil ich wusste, dass ich noch Schichten darüber anbringen werde und man diese Ränder auf jeden Fall nicht sehen wird. Hier zeichne ich gerade das erste Detail an, und zwar das Hauptrohr von der Viper, welches rund ist, das Pappteil, was daneben liegt. Hier werdet ihr aber allerdings später noch sehen, wie ich es einsetzen werde. Als nächstes kommt einer der wichtigsten Schritte, um nämlich Stabilität zu schaffen, habe ich hier, wie man sieht, ganz normale Holzstäbchen, die man in jedem Baumarkt bekommen kann, auf die Waffe angelegt und markiert, wie ich sie später einsetzen möchte. Diesen Bereich carve ich dann quasi aus mit dem Cutternmesser, einfach damit die Stäbchen flach innen liegen können. Das wird dann komplett alles mit Kleber eingestrichen und die Stäbchen eingesetzt. Als nächstes kommen wir zu den zwei überliegenden Layern Foam, die wir quasi über den vorhin dicken Foam Layer von 10 mm anbringen werden. Diese sind ebenfalls 10 mm. Damit sie uns die zusätzliche Dicke geben können, die wir brauchen, um bessere Details hervorzuheben. Außerdem helfen sie auch noch zusätzlich zum Stabilisieren der Waffe später. Wenn ihr so dickes Foam schneidet, ist es ultra wichtig, dass euer Cutter einfach richtig scharf ist. Sobald alle Teile ausgeschnitten sind, lege ich sie immer übereinander, um einfach eine Vorstellung zu bekommen, auch von der Stabilität. Als nächstes geht es weiter mit dem Hauptrohr von Ash's Gun. Ich habe hier eine sehr widerstandsfähige Papprolle. Diese verkleide ich komplett mit sehr dünnem 2 mm dicken Foam. Meine Rolle war leider nicht lang genug, was aber kein Problem ist. Ich habe einfach die Länge der Waffe genommen und habe quasi mehr Foam dran gelassen. Im Endeffekt trage ich dann einfach nur Kleber auf, da wo die Pappe sein wird von der Rolle, und rolle mein Stück Foam einfach wieder auf. Anfangs hatte ich das überschüssige Foam, was zu viel ist, noch angeklebt, später dieses dann aber abgeschnitten, damit die Rolle einfach runder ist. Das vorhin angezeichnete Detail in unserem Mittelstück schneide ich jetzt einfach raus, damit wir Platz für unser Rohr haben. Hier seht ihr dann, wie das angeklebte Rohr aussieht. Dass da eine kleine Spalte ist, ist später absolut kein Problem. Da das Rohr super passt, müssen wir jetzt noch bei den anderen zwei Foamstücken ebenfalls denselben Bereich entfernen. Hier seht ihr, wie ich alle drei Teile bereits zusammenklebe. Dass das Rohr etwas größer ist, wird später gar keine Rolle mehr spielen. Ich kann euch nur raten, immer so genau wie möglich zu schneiden, auch wenn es mir selbst ganz oft schwer fällt. Denn je genauer ihr schneidet, desto weniger müsst ihr später dremeln oder eure Vorlagen anpassen. Da unser Rohbild jetzt fertig ist, können wir zu den Details weitergehen. Hier zeichne ich gerade an, was ich bei der Waffe alles trimmen muss. Diese Teilstücke haben am Original Rundungen oder sind dünner als andere Teilstücke. Deshalb zeichne ich sie mir an und entferne dann vorsichtig Stückchen für Stückchen einfach die oberste Schicht von hinten und von vorne. Da es jetzt noch ziemlich roh aussieht, muss das natürlich alles gedremelt werden, wie man hier sieht. Ich habe dieses nur grob gedremelt, da ich jetzt versuche mit dünneren Foam, also 2 mm Foam, diese Seiten
und Kanten abzudecken, damit wir einen besseren Abschluss haben. Durch das Aufkleben eines dünneren Layers an diesen Stellen wird es später viel, viel einfacher zu grundieren, ohne dass Hügel oder andere Unebenheiten auftreten werden. Hier seht ihr schon, wie beide Seiten aufgeklebt sind und bereits gedremelt sind. Und es ist einfach schon viel, viel ordentlicher als vorher. Hier habe ich bereits weitere Details angezeichnet und auf Papier übernommen. Um solche Vorlagen zu machen, benutze ich einfach Kreppband, klebe dieses auf das Stück auf, was ich später mal zu einem neuen Formstück machen möchte, und übertrage dieses auf Papier. Bei übergreifenden Teilen, wie jetzt zum Beispiel auch diesem, sprich, wo noch ein Stück über die Mitte der Waffe geht oder an der Rückseite, habe ich später einfach ein passendes Stück Foam dazwischen geklebt. Wie ihr jetzt hier schon sehen könnt, habe ich weitere Details angezeichnet, die ich dann mit einem Lötkolben eingebrannt habe. Das ist für mich eine Lösung, um einfach eine weitere Schicht Foam zu vermeiden und so die Waffe einfach an unangebrachten Stellen zu dick werden zu lassen. Kurzer Hinweis hier, es ist wirklich wichtig, einen Atemschutz zu tragen. Die Dämpfe sind wirklich widerlich und ist auch definitiv nicht gesund. Ihr solltet versuchen, eure Hand immer ruhig zu halten und gegebenenfalls irgendwo abzustützen. Am besten ist es, wenn der Lötkolben wirklich richtig heiß ist, sodass der Foam einfach schmilzen kann. So erzielt ihr die besten Ergebnisse. Je mehr Schichten ihr aufsetzt, desto mehr Details habt ihr. Gerade das lässt einen Prop sehr interessant werden, also versucht euch immer, alle Vorlagen in Schichten vorzustellen. Wie ihr seht, habe ich auch 1 Million Referenzen auf dem Tisch liegen. Das hat den folgenden Grund, einfach wie mir jetzt auch auffällt, dass der Griff viel dünner ist und nicht so dick wie das Hauptteil der Waffe. Darum trenne ich den überschüssigen Foam, der mein Stück einfach zu dick wirken lässt, an beiden Seiten weg und arbeite dann nur noch mit dem schwarzen Mittelstück. Jetzt widmen wir uns dem Griff. Hier seht ihr, dass ich wieder die Originalvorlage habe und mir von dieser einfach pur den Griff abzeichne. Dieser wird dann 1:1 so auf das schwarze Foam in unserem Mittelstück geklebt. Dies hat ganz einfach wieder den Grund, dass dadurch unser Werk viel, viel sauberer wird. Hier habe ich übrigens auch wieder mit Kreppband an der Waffe direkt gearbeitet, um die folgende Form, die ihr dann gleich sehen werdet, als Vorlage und danach eben als fertiges Teilstück am Griff zu haben. An 4 Seiten kann man auch unsere gesandwichten Layer sehen. Dies später mit einer Grundierung wegzubekommen ist möglich. Ich habe mich aber einfach dafür entschieden, mit einem dünnen Stück Foam diese einfach abzukleben. Das ist viel einfacher und viel sauberer. Wie ihr seht, arbeiten wir uns Stückchen für Stückchen an den Details der Waffe entlang. Sehr oft mache ich mit Kreppband Vorlagen und übertrage diese auf Foam, schneide sie aus und klebe sie dann im Endeffekt einfach nur auf. Plötzlicher Szenenwechsel und einen Tag später könnt ihr im Hintergrund auch meine wunderbare Freundin beobachten. Ich arbeite derweil weiter an den Details der Waffe, und zwar an dem Mittelstück. Hier habe ich auch wieder aufgrund meiner Vorlage, die ich auch jetzt zum Teil zerschnitten habe, wie ihr im Vordergrund sehen könnt, weitere Teile ausgeschnitten und arbeite einfach pur an den Details. Für mich war es ganz wichtig, die Teile so anzukleben, dass immer die gesandwichten Seiten nicht mehr sichtbar sind. Es ist wirklich wichtig, 1 Million Vorlagen zu haben. Ihr solltet euch nur sicher sein, welche genau ihr macht, da oftmals auch verschiedene Versionen von Waffen oder anderen Gegenständen im Internet zu finden sind. Die goldenen Papierteile habe ich einfach aus meiner Hauptvorlage, die ihr am Anfang gesehen habt, ausgeschnitten und die auf Foam übertragen.
Hier könnt ihr übrigens schon sehen, dass ich mit Foam Clay wirklich ein klasse Zeug verschiedene Spalten oder Öffnungen abgedeckt habe. Einfach nur, weil es eine sehr lange Trocknungszeit hat von 24 Stunden bis 2 Tagen. Da die Waffe am Ende eh nochmal gedremelt werden muss, habe ich mich dafür entschieden, das im Zwischenschritt zu machen. Einfach nur, damit ich diese Übergänge dann einfach sehr ordentlich habe. Ich zeige euch übrigens im späteren Teil des Videos nochmal, wie ich selbst mit Foam Clay arbeite. Hierbei werden wir jetzt nicht Lücken füllen, sondern werden direkt etwas aus Foam Clay bauen. So, während ich weiter hier Details anbringe, widmen wir uns danach sofort endlich den 2 Röhren vorne. Ich habe mir wieder durch Kreppband eine eigene Vorlage der Seitenteile gemacht, habe diese eingeschnitten und ihnen mehr Details gegeben, die ich jetzt einfach auf die offene Stelle und die Röhre kleben werde. Nachdem ich die Seitenteile gedremelt habe, feile ich nochmal mit Sandpapier etwas nach. Ashkanone hat unter dem Hauptschlot einen zweiten weiteren, welchen ich einfach mit einem viereckigen Stück Foam gemacht habe. Bei den goldenen Verzierungen an der Front der Waffe habe ich mir auch erst eine Vorlage gemacht, diese in Foam dann umgesetzt, um vorne die Öffnung zu verkleiden. Die goldenen Verzierungen an der Front von Ashs Waffe habe ich dann mit Foam Clay gemacht, sprich ich habe sie einfach modelliert. Beim Modellieren mit Foam Clay kommt es immer darauf an, man sollte viel Wasser verwenden und einfach ein wenig Geduld haben, bis man die Form bekommt, die man eben haben möchte. Danach habe ich Ashs Waffe mit nach draußen genommen und ihr eine halbe Dose Gummidip verpasst. Dies dient einfach nur, um alle Poren vom Foam zu schließen. Denn anschließend habe ich, wie ihr hier noch seht, die Waffe mehrere Mal, mindestens 3 bis 4 Schichten in Buchbindeleim gecovert. Als nächstes kommt der Painting Process. Ich benutze hauptsächlich Farben von Schminke oder Lachskaus, einfach weil ich damit schon immer arbeite und mit die besten Erfahrungen gemacht habe. Für das Silber der Waffe, auch für später die Rüstungsteile, habe ich ein eigenes Silber angemischt, aus dem Silber-Aluminium von Lachskaus und dem Schwarz von Schminke. Normalerweise beginne ich meinen Paint-Prozess zum Teil anders, aber da so viele Teile der Waffe einfach schwarz bleiben werden, cover ich einfach die Teile zuerst in den richtigen Farben, die später eben diese Farben haben müssen. Mir ist leider wirklich erst nach dem Video aufgefallen, dass ich den kompletten braunen Part am Griff verpasst habe anzumalen. Sprich, ihr werdet jetzt auch davon nicht den Prozess sehen können, da ich den leider out of cam einfach machen musste, weil ich es komplett verpeilt habe, dass dieses Stück braun ist. Deshalb, Leute, es ist immer wieder wichtig, habt viele Referenzen vor euch liegen. Kurze Info am Rande, wie witzig ist bitte, dass meine Katze einfach sich mitten in dieses Bild stellt und auch noch permanent perfekt in diesem kleinen Bildschnitt oben rechts in der Ecke zu sehen ist, ha? Wenn ich im Normalfall Sachen anmale, arbeite ich hier ebenfalls in Schichten. Das heißt, ich werde immer die unterste Schicht zuerst anmalen, diese schattieren und dann mit einer neuen Schicht, die darüber liegt, weitermachen. Für mich ist das in der Regel die einfachste Variante, um nicht ständig zwischen Farben hin und her switchen zu müssen.
Hier seht ihr übrigens, dass trotz alledem, dass die Waffe komplett schwarz ist, ich sie dennoch einmal komplett mit Schwarz anmale. Das hat einfach den Grund, dass der Buchbindelei manchmal auch ein paar weiße Stellen hinterlässt. Beim Schattieren benutze ich meistens zwei verschiedene Arten von Schwarz. Einmal die normale Acrylfarbe und einmal die Ölfarbe Schwarz von Schminke. Anfangs gehe ich sehr aggressiv mit dem Schwarz über die Teile, die ich gerne schattieren möchte, die ich später dann immer weiter abtupfe und wieder mit Gold drüber gehe, sodass ich einen Übergang machen kann, der kaum zu sehen ist. Ich versuche hierbei auch sehr trocken zu arbeiten. Ich streiche immer wieder Farbe ab, nehme Farbe auf und streiche sie wieder ab. Der ganze Prozess ist eben ein ständiges Vor und Zurück. Erst wenn ich wirklich zu 100% zufrieden mit den Übergängen bin, gehe ich weiter zum nächsten Stück. Ich zeige euch jetzt hier hauptsächlich die Goldteile, da es am besten sichtbar ist. Eine kleine Besonderheit bei Ashs Waffe ist das Totenkopf-Logo der Deadlock Gang auf der Seite. Dieses Logo habe ich einmal selbst vorgezeichnet, da selbst bei meiner Vorlage dieses Stück leider zu verpixelt war. Ich habe 3 Anläufe gebraucht, um die richtige Größe und Form hinzubekommen. Dies habe ich dann einfach als Schablone ausgeschnitten und wie ihr hier seht, tupfe ich einfach die Goldfarbe, die ich überall schon bereits benutze, drüber. Dies ist leider nicht die idealste Variante, da man danach noch sehr viel Anpassungen daran vornehmen muss, aber für meine erste Schablone war das vollkommen in Ordnung. Nachdem ich mit der Basekolle und dem Schattieren fertig bin, setze ich einfach nur noch silberne Highlights hier und da, je nachdem, wo ich denke, dass sie hingehören. Zum Schluss bekommt die Waffe von mir noch eine gute Sprühung mit einem Finisher und sie ist fertig.